Hallo, heute möchte ich euch etwas spät, aber trotzdem die Bücher vorstellen, die ich im Dezember 2018 beendet habe. Das sind insgesamt 4 Werke für den Queer Lit Readathon und 3 Bücher habe ich danach noch beendet. Das erste Buch, was ich für den Queer Lit Readathon beendet habe, ist Die Farbe Lila von Alice Walker. Dieses Buch gehört tatsächlich jetzt auch zu meinen Lieblingsbüchern, auf jeden Fall aus 2018, aber vielleicht auch generell. Ich habe es sehr lange vor mir hergeschoben, es zu lesen, weil hinten auf dem Buchrücken schon drauf steht, dass es um sexualisierte Gewalt auch innerhalb der Familie geht. Und das ist ein krasses Thema und ich muss dabei immer gucken, wann ich mit solchen Themen anfangen möchte. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Buch nicht ganz so schmerzhaft war zu lesen, wie ich gedacht hätte. Und ich glaube, dass das viel auch mit der Form zu tun hat, wie dieses Buch geschrieben wurde. Denn es ist hauptsächlich so in Tagebuchform und auch ein bisschen in Briefform geschrieben. Das heißt, die Hauptperson erzählt davon, was ihr passiert. Und sie macht das auf eine Art, dass sie Abstand zu diesen Vorfällen hat, was für die Person ja ziemlich krass ist und furchtbar, so entfernt vom eigenen Leben, von den eigenen Erfahrungen zu sein. Aber für mich als Leser war es dadurch angenehmer. Dadurch war ich auch etwas mehr entfernt von den Erlebnissen, die diese Person hatte. Mir hat dieses Buch besonders gut gefallen, weil es so viele unterschiedliche Frauenfiguren drin hat, die alle auf ihre Art und Weise sehr interessant und auch irgendwie stark sind. Das zweite Werk ist eine Kurzgeschichte, die ich nochmal gelesen habe. Also ich hatte sie schon mal gelesen und da hat sie mir sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt auch beim zweiten Lesen bin ich sehr begeistert von der Kurzgeschichte. Sie ist nicht wirklich bei einem Verlag erschienen, sondern man kann sie einfach nur auf der Internetseite von der Autorin runterladen oder ich habe sie mal bei einer Veranstaltung als so ein Zine gekauft. Die Geschichte heißt Quasi und ist von Schwarz-Rund geschrieben worden. Zu der Kurzgeschichte habe ich auch schon beim Kwanzaa Reflectathon in meinem Video dazu etwas gesagt, weil dieses Buch sehr passend für diese Kategorie war. Es geht hier um 3 junge Erwachsene, die zu einer Familie gehören und die Familie ist aber sehr zerstreut auf verschiedene Länder, sogar auf verschiedene Kontinente und die Jugendlichen müssen so unter anderem, die haben auch sehr viele individuelle Probleme, aber unter anderem müssen sie auch herausfinden, wie sie sich ihrer Familie verbunden fühlen und wie sie innerhalb ihrer Familie Verantwortung füreinander übernehmen. Super cool. Das dritte Werk, was ich für den Queer Lit Readathon gelesen habe, ist Sovereign von April Daniels. Das ist der zweite Teil einer Superheldinnenreihe. Ich würde diesen Band jetzt zusammenfassen, dass es geschichtsmäßig schon einfach eine typische Storyline für eine Superheldin-Geschichte ist. Also die Welt muss gerettet werden. Die Charaktere sind aber etwas anders als in dem üblichen Superheldinnen-Genre. Vermute ich. Ich lese nicht so viele Bücher davon. Die Hauptperson ist Dani. Sie hat im ersten Teil ihre Superheldinkräfte bekommen und ist ein lesbisches Transmädchen. Aber auch die anderen Charaktere sind sehr unterschiedlich. Also nicht alle sind weiß und es gibt mindestens eine non-binary Superheldinnen-Person noch in diesem Buch. Die Person, die hier die böse Person in diesem Buch ist, ist auch wirklich ultra böse. Also ich konnte diese Person absolut nicht ausstehen, ohne dass die Person unglaubwürdig geworden ist. Und ich wollte noch einen kurzen Content-Note zu diesem Buch sagen. Und zwar gibt es hier eine TERF, die tatsächlich häufiger ihre Ansichten sagt. Und die sind halt krass transfeindlich und transmisogyn. Also im Gegensatz zum ersten Buch, wo Dani tatsächlich mit sehr viel Transfeindlichkeit sich setzen musste, geht es hier im zweiten Teil, aber diese eine Figur ist halt einfach unausstehlich. Das fand ich schon immer sehr krass, einfach das zu verdauen. Das letzte Werk, was ich für den Queer Lit Readathon gelesen habe, ist Queer, eine illustrierte Geschichte. Dazu hat mich eine Person, die den Queer Lit Readathon organisiert hat, auch motiviert, weil die Person diesen Comic auch gelesen hat. Ich habe gerade den Namen vergessen, aber ich werde die Person unten und das Video dazu auch unten verlinken.
Dieser Comic ist eine Einführung in Queer-Theorie und ich habe dazu auch extra 2 Videos gemacht. Also wenn euch das näher interessiert, verweise ich euch darauf. Insgesamt hat mir dieser Comic leider nicht so gut gefallen. Also ich fand ihn optisch sehr ansprechend und es wurde auch einiges genannt, aber inhaltlich hatte ich leider schon so einige Probleme damit. Dann habe ich das kleine Büchlein Kurze Geschichte der Antisemitismusdebatte in der deutschen Linken gelesen. Es ist wirklich sehr klein. Es ist eine Einführung in das Thema und ich brauche auch tatsächlich eine Einführung. Also ich kann es inhaltlich nicht wirklich beurteilen, wie akkurat dieses Buch jetzt ist, weil ich mich viel zu wenig damit auseinandergesetzt habe. Ich fand es sehr interessant. Es hat einige Punkte aufgeworfen, die ich so noch nicht kannte und es hat auf jeden Fall auch verschiedene Geschehnisse innerhalb der linken Deutschen aufgezeigt, die sehr relevant sind und die mir so ein bisschen erklärt haben, warum die Debatte jetzt heute so aussieht, wie sie aussieht. Das finde ich sehr interessant, immer einfach nachzuvollziehen, wie sich Debatten entwickeln. Genau, deswegen hat mir das Buch ganz gut gefallen. Ich hatte trotzdem so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Erstens, die Person positioniert sich nicht, was in solchen Büchern ja oft der Fall ist, also so gar nicht. Und die Person gibt auch keine Definition davon ab, was links bedeutet. Also was bedeutet die deutsche Linke für den Autoren? Das ist nicht klar geworden, hat die Person also den eigenen Arbeitsbegriff nicht klar gemacht. Und ich hatte das Gefühl, dass es viel um Hauptstädte ging, also nicht Hauptstädte, sondern um Großstädte ging und einzelne Geschehnisse in Großstädten nacherzählt wurden. Genau, Großstädte sind wichtig, aber es passiert ja auch linke Politik woanders. Und der andere Fokus ist, dass viel auf so Veröffentlichungen und Verkäufe von Schriften Wert gelegt wurde. Schriften und Veröffentlichungen sind sehr wichtig, aber auch da nicht das einzige. Das nächste Buch, was ich im Dezember beendet habe, ist Aristoteles and Dante Discover the Secrets of the Universe. Dieses Buch ist ein Coming-of-Age, Coming-out-Buch und es ist das allererste Buch, was ich mir dank Booktube gekauft habe und weswegen ich bei Booktube bin, weil ich so ein Glück dabei hatte, weil dieses Buch habe ich bekommen und am gleichen Tag durchgelesen. Es hat mich so gefesselt und mir so gut gefallen, dass ich einfach so gute Erfahrungen hatte mit diesem Kauf. Seitdem habe ich dieses Buch einigen Leuten weiterverliehen und insgesamt ist das jetzt schon 3 Jahre her, dass ich es gelesen habe. Und seitdem habe ich überhaupt erst wieder richtig angefangen mit Lesen. Deswegen wollte ich es jetzt nochmal lesen und ich hatte auch Lust auf so eine nette Geschichte auf jeden Fall. Und ich habe die Geschichte auch ein bisschen anders jetzt wahrgenommen beim zweiten Mal lesen. Diesmal lag der Schwerpunkt für mich mehr auf Aristoteles. Also ich konnte mich nicht daran erinnern, dass alles nur aus der Perspektive von Ari geschrieben wurde. Ich dachte, dass der andere Junge Dante auch Kapitel hat, aber tatsächlich ist alles nur aus der Perspektive von Ari Aristoteles geschrieben worden. Und diesmal war gar nicht so deren Freundschaft, also Aris und Dantes Freundschaft für mich im Fokus, sondern tatsächlich die Coming-of-Age, Coming-out-Geschichte von Aristoteles. Also wie er sich verändert über den Zeitraum von einem Jahr und das mochte ich auch noch beim ersten Mal so gerne, aber dieses Mal ist es mir noch mehr aufgefallen, weil ich seitdem mehr Jugendbücher gelesen habe. Und zwar, wie die Eltern von beiden Jungen mit ihren Kindern umgehen. Das fand ich sehr interessant und besonders die Eltern von Dante sind einfach wunderbar. Also so positive Elternfiguren gibt es selten in Jugendbüchern. Das hat mir in diesem Buch sehr gut gefallen. Eine Sache wollte ich noch dazu sagen, es nimmt gar nicht so viel Raum ein, aber tatsächlich ist es mir bei diesem Autoren schon öfter aufgefallen. Also bei den Kurzgeschichten, die ich neulich gelesen habe,
Ich weiß den Titel nicht, irgendwas mit alles beginnt und endet im Kentucky Club, glaube ich. In dem ist mir das auch aufgefallen. Immer mal wieder bringt der Autor Transpersonen in seine Geschichten unter. Also hier sind es einfach nur 7 Zeilen. Trotzdem ist es wichtig für diese Geschichte. Und die Person, also der Autor nennt die Person meistens Transvestiten, was schon mal schwierig ist, aber mit unterschiedlichen Zeiten ja auch unterschiedliche Bedeutung hat, aber dann findet eigentlich immer eine falsche Genderung statt und Transmisogynie und Transfeindlichkeit wird einfach reproduziert, unkritisch. Und genau, das ist in diesem Buch echt, es sind 7 Zeilen oder so, eine halbe Seite höchstens. Und ich sage es nur, weil der Autor das so häufig in seinen Werken macht. Was schade ist, weil ansonsten hat mir dieses Buch einfach richtig, richtig gut gefallen. Einfach eine etwas kitschige, schöne Jugendgeschichte. Und das letzte Buch ist vielleicht etwas ungewöhnlich für Booktube, aber auch besonders für meinen Kanal. Und zwar ist es Bodyweight Training, Anatomie. Es scheint ungewöhnlich, aber tatsächlich lese ich häufiger mal solche Bücher oder ich blättere rein. Und wenn ich ein Buch nicht ganz gelesen habe, dann stelle ich es hier nicht vor. Meistens überfliege ich solche Bücher einfach nur. Aber ich schaue häufiger mal in so Sportbücher rein. Ich gebe nämlich selber einen Kurs und bin einfach immer auf der Suche nach guten Kraftübungen, nach guten Ausdauerübungen. Auch was Dehnen und Stretching angeht, bin ich sehr interessiert nach Übungen und suche mir da so meine Sachen zusammen. Und dieses Buch hat mir recht gut gefallen. Die Übungen in dem Buch haben mir sehr gut gefallen, weil sie einfach ausführbar sind und ohne viel Equipment möglich sind. Wenn, dann braucht man zum Beispiel einen Stuhl oder so, was doch schon viele Leute einfach zu Hause haben. In diesem Buch gibt es immer so ein großes Bild, wo gezeigt wird, wie diese Übung ausgeübt wird und dann steht da drunten so ein bisschen Erklärung und ich fand die Erklärung aber ziemlich gut zusammen mit den Bildern. Und genau in diesen Bildern sehe ich sehr große Unterschiede in diesen Sportbüchern. Dieses Buch hat eine männliche Figur und eine so gelesene weibliche Figur, aber in den Übungen und den Beschreibungen geht das Buch nicht darauf ein. Also es gibt nicht die Frauenübung und die Männerübung, sondern alle Übungen können das machen. Es wird gezeigt auf einer Skala von 1 bis 4, wie schwierig das Buch ist, wie schwierig die Übung ist. Und anders als bei vielen anderen Sportübungen ist der Mann nicht übermäßig muskulös und die Frau nicht übermäßig dünn, sondern schon dünne sportliche Figuren, aber nicht so comichaft wie oft in Büchern dargestellt. Deswegen hat mir dieses Buch hier einfach sehr gut gefallen. Ich habe mir, wie ihr seht, viele Markierungen gemacht mit Übungen, die ich mir vorstellen kann, anzuleiten oder selber zu machen. Ich weiß nicht, wie viele andere Leute solche Bücher lesen. Ich bin aber auf jeden Fall interessiert daran, gute Sportbücher zu finden. Das waren alle Bücher, die ich im Dezember beendet habe. Wie ihr merkt, waren es einige, aber die meisten habe ich dank dem Queerlit Readathon gelesen. Manchmal brauche ich so Motivation, thematisch irgendwas zu lesen, wenn ich weiß, dass andere Leute das auch lesen. Nämlich im November und Dezember hatte ich generell sonst eigentlich nicht so große Motivation, weil ich nicht das nächste Buch hatte, auf das ich mich so doll gefreut habe. Ich hatte viele gute Bücher da, aber nicht so eins, wo ich jetzt wusste, damit will ich anfangen. Was ziemlich schade war, weil ich im November und Dezember relativ viel Zeit hatte, weil ich einfach die ganze Zeit krank war, was sich aber insgesamt auf meine Stimmung umgeschlagen hat, weswegen ich da noch keinen Bock hatte zu lesen. Naja, ich habe dann viele YouTube-Videos geguckt. Auch gut. Das war's mit dem Lesemonat Dezember. Bis bald.